Nein, Mark. Wie oft muss ich es wiederholen? Das kann ich nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass es nicht korrekt ist, aber ich kann das wirklich nicht. Egal, was. Nein, bestehen Sie nicht darauf. Natürlich wird er es nicht verstehen. Er wird mir nie verzeihen. Ich weiß nicht. Ich muss selbst eine Lösung finden. Aber er findet es nicht heraus. Nein, mein Vater kann es nicht herausfinden. Er wird mir nicht verzeihen. Was ich getan habe, war etwas völlig Falsches. Darf ich wissen, was das Schreckliche ist, das du mir nicht sagen kannst, Richard? Ich möchte es wissen. Papa. Hallo. Nein, es ist nichts. Du hast falsch gehört. Nein, ich habe sehr gut gehört. Du hast deiner besten Freundin erzählt, dass du etwas Schreckliches getan hast. Papa, es tut mir wirklich leid. Bitte verzeihen Sie mir. Es tut mir so leid. Ich verspreche, dass es nie wieder passieren wird. Geben Sie bitte einfach eine Gelegenheit. Dieses Mal habe ich es nicht geschafft, aber ich verspreche, dass ich die nächste Prüfung bestehen werde. Ich weiß nicht. Ich habe hart gelernt, aber ich habe es nicht geschafft. Ich verspreche, dass es nicht noch einmal passieren wird. Verzeihen Sie mir. Warten Sie eine Minute. Das Schreckliche, was Sie getan haben, war, dass Sie Ihre Zwischenprüfung nicht bestanden haben? Ja, aber es wird nicht noch einmal passieren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Bitte. Das ist okay, mein Sohn. Warum sollte ich nur wegen einer Prüfung wütend werden? Na ja, ich habe noch nie eine Prüfung durchgefallen. Ich habe immer hervorragende Noten bekommen. Oder nun ja, ich war der beste Schüler. Mit diesem Scheitern. Ich weiß es nicht mehr. Gott, meinst du das ernst? Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Sohn, das ist okay. Ich meine, es ist in Ordnung, manchmal zu scheitern. Es ist keine große Sache. Es ist für mich. Es ist das erste Mal, dass ich bei einer Prüfung durchfalle. Und ich fühle mich schrecklich. Wir müssen darüber reden. Ich werde Ihnen sagen, warum es scheitert. Ist auch wichtig. Das Scheitern lehrt uns etwas über Liebe, Beziehungen, Geld, Geschäfte und Menschen. Scheitern schafft die Voraussetzungen dafür, dass wir unsere Ziele erreichen. Wir können Misserfolge als Lehrmittel, wie Problemlösung, Führung, Kommunikation, Entscheidungsfindung, Lernen und so weiter. Stellen Sie sich Misserfolge so vor: Jede Entscheidung, die wir treffen, hat eine Erfolgschance von 50% und eine 100%ige Garantie, Ihnen dabei etwas Neues beizubringen. Siehst du? Du sagst das nur, damit es mir nicht schlecht geht. Du bist mein Vater. Das musst du mir sagen. Aufleuchten. Ich weiß. Wenn Sie einen Misserfolg erleben, können Sie es in Ihrem Bauch spüren. Du denkst vielleicht, davon komme ich nie mehr zurück. Ich weiß, dasselbe. Ihr Selbstvertrauen und Ihr Selbstwertgefühl können einen Schlag erleiden. Vielleicht möchten Sie nicht noch einmal etwas Neues ausprobieren.
Aber lassen Sie mich Ihnen etwas wirklich Wichtiges über das Scheitern sagen, mein lieber Sohn. Thomas Edison brauchte 10.000 Versuche, um die Glühbirne zu perfektionieren. Das erste Unternehmen von Bill Gates war eine völlige Katastrophe. Ernsthaft. Walt Disney wurde wegen mangelnder Kreativität von einem Zeitungsjob entlassen. Kannst du das glauben? Michael Jordan wurde aus seinem Highschool-Basketballteam ausgeschlossen. Oprah Winfrey wurde von ihrem ersten Job entlassen, wo sie in einem feindseligen Arbeitsumfeld sexueller Belästigung ausgesetzt war. Die erfolgreichsten Menschen der Welt sind oft gescheitert. Aber welche Lektionen können sie aus einem Scheitern lernen? Ehrlich gesagt kann unsere Definition von Scheitern je nach unseren Erfahrungen variieren. Was ist also Scheitern? Scheitern wird als mangelnder Erfolg definiert. Unter Misserfolg versteht man die Unfähigkeit, eine Erwartung zu erfüllen. Und ein Beispiel ist Ihre Prüfung. Du hattest erwartet, eine gute Note zu bekommen, aber du hast es nicht geschafft. Scheitern tut weh. Es gibt uns kein gutes Gefühl. Es kann unseren Perfektionismus auf die Probe stellen. Es kann schwierig sein, uns zu einem erneuten Versuch aufzuaffen. Was lernt man also aus Misserfolgen? Nun, viel mehr als Sie denken. Zum Beispiel Widerstandsfähigkeit. Aus Misserfolgen lernen wir Resilienz. Es ist schwer, nicht zu lernen, wie man nach einem Misserfolg. Vor allem, wenn Sie entschlossen sind, Misserfolge zu überwinden. Glauben Sie mir. Resilienz kann Ihnen dabei helfen, eine Wachstumsmentalität aufzubauen. Es kann Ihnen dabei helfen, die richtigen Verhaltensweisen anzunehmen, um Veränderungen zu bewältigen. Demut. Unser Ego ist empfindlich. Sie können wachsen und sich zu Ihren eigenen Tieren entwickeln. Und meistens ist eine gesunde Portion Misserfolg gut für unser Ego. Es hält uns bescheiden. Durch Scheitern können wir lernen, wichtige Eigenschaften wie Demut in der Führung zu verkörpern. Flexibilität. Selbst die besten Pläne werden durchkreuzt. Und das gilt auch für Misserfolge. Ich denke oft an den Satz, man kann nicht immer wieder das Gleiche tun und unterschiedliche Ergebnisse erwarten. Misserfolge lehren uns Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden. Es lehrt uns, Veränderungen zu unserem Vorteil zu nutzen. Es hält uns flexibel und hilft uns, diese Wachstumsmentalität anzunehmen. Innovation und Kreativität. Ähnlich wie Flexibilität können sich Innovation und Kreativität als Lehren aus dem Scheitern. Üben Sie etwas Geduld und innere Arbeit, um die Kreativität auch bei Misserfolgen am Fließen zu halten. Motivation. Sie fragen sich vielleicht gerade, Motivation? Und ja. Wenn mir jemand sagt, dass ich etwas nicht tun kann, bin ich umso entschlossener, ihm das Gegenteil zu beweisen. Oftmals sind unsere Fehler die Motivatoren. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie üben Ihre Präsentationsfähigkeiten. Sie haben mehrere Präsentationen und öffentliche Reden gehalten. Und dabei machen Sie Fehler. Aber bei Ihrem 10. Auftritt haben Sie es endlich perfekt hinbekommen.
Fortschritte auf dem Weg zu sehen, ist ein großer Motivator. Misserfolge können unsere Motivation stärken und uns helfen. Es ist wichtig, aus Misserfolgen zu lernen, denn es bringt uns dem Erfolg einen Schritt näher. Wie Bill Gates sagte, es ist in Ordnung, Erfolge zu feiern, aber es ist wichtiger, die Lehren aus dem Scheitern zu ziehen. Also gut. Du bist nicht sauer, weil ich eine Prüfung nicht bestanden habe? Beim nächsten Mal kann ich es besser machen. Und ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. Ich vertraue dir. Du bist mein Sohn und ich werde dich immer. Vielen Dank, Papa. Du bringst mir immer großartige Dinge bei. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, mein Sohn. Lass uns jetzt ein Eis essen gehen, um deinen ersten Misserfolg zu feiern.